The cards are really alternating. Red, black, red, black, red, black. That's red, red, and red. And black, black, and black. Bonusvideo. Wir starten direkt rein. 16-jähriger FOOLT Penn und Teller mit Physik. Okay. Kein anderes Video war jemals so häufig angefragt von euch, dass ich darauf reagieren soll. Mir teilweise sogar E-Mails geschrieben. Bitte Matti, reagier darauf. Deswegen tue ich das jetzt. My name is Stanley Zhou. I'm 16 years old. I grew up in China, but 4 years ago, my mom brought me and my brother from China to the US. I was always very shy and awkward, and now on top of that, I didn't speak any English, so I couldn't talk to anyone. So, I taught myself English with thousands of index cards. In some ways, that was my first card trick. Classic, den kann ich euch in der Videobeschreibung verlinken, den Trick, wenn ihr möchtet. Eventually, I discovered magic, and it became my superpower because now I could suddenly connect with people and make friends without any... Ey, die Voice Production kenne ich. Die ist doch von diesem Highschool-Physiklehrer. Oder Mathelehrer. Wurde damals mal erklärt in der Lecture of Vanishing Ink. Wow. Language barriers. I'll admit it, I'm very ambitious. My two biggest passions are fencing and magic. When I started fencing, I always wanted to go to the nationals, which I have. And when I started doing magic, I practiced every day for hours. And now 3 years later, I'm a fool us. Penn, Teller, you guys have been doing magic a lot longer than I have. So, I'll find another way to fool you. Sehr guter Einwand an der Stelle. Penn und Teller sind mehr als doppelt so lang schon als Zauberer auf der Bühne, als der Stanley überhaupt auf dieser Welt existiert. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Put your hands together for 16-year-old magician Stanley Zhou. Ah, okay. Ich hätte ja jetzt damit gerechnet, dass er sein Fechten und diese ganzen Skills, die er da hat, dass er das mit seiner Magie kombiniert und jetzt irgendwie so ein Act macht, wo er mit seinem Degen dann aus der Luft die Karte aufspießt, die der Zuschauer ausgewählt hat und das dann mit einem eigenen Twist oder so. Aber er macht wirklich Close-Up-Magie. Penn und Teller sitzen mit ihm am Tisch. Das erfordert auf jeden Fall schon mal Balls of Steel. Respekt alleine schon dafür. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Hi, Penn. Hi, Teller. I can't believe I'm sitting here in front of two of the greatest minds in magic. Oh, thank you. It would be crazy for me to try to fool you with a card trick, so I won't. Instead, I'm going to try and fool you with a physics experiment. Now, Coole Prämisse, gefällt mir. this physics experiment requires 3 red cards and 3 black cards. Kleinen Moment. Aha, okay. Red cards and 3 black cards. You two will be our independent observers to validate the results. I want you to notice that the rest of the deck is well mixed, yes? Yes. Perfect. This deck will be our scientific control group. I'll set it aside for now, and I won't touch it. Now, my research has shown that black ink weighs more than red ink. To demonstrate this, I'll separate the cards. 3 blacks, 3 reds. Also macht er jetzt eine Oil-and-Water-Routine. Ich habe euch eine ganz simple Basisroutine davon auch schon erklärt auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch nachher in der Endcard nochmal, wenn ihr so einen Trick selbst lernen möchtet. Now mix them up, alternating. Black, red, black, red, black, red. If I pick them up and drop them, the heavier black ink will cause the black cards to pass through the red cards and end up on the bottom. Let me show you. There. I think that did it. If we take a look now, the first card, that's a red card. The second card, it used to be a black card, but since we dropped them, it's also a red card. And the third card, another red card. Thank you. And if you're wondering, over here are the 3 black cards. Thank you. Also das so close-up zu machen, also ich habe eine relativ gute Idee, denke ich, wie er das gerade gemacht hat. Deswegen hatte ich am Anfang pausiert und mir das genau einmal angeguckt. Wenn er genau das macht, was ich glaube, was er macht, dann ist es auf jeden Fall brutal mutig, das direkt vor Penn und Tellers Augen zu machen. Respekt davor, also die sitzen ja wirklich kaum einen Meter entfernt vor den Karten, ne? Now, I don't know about you, but that seemed pretty fair to me. However, I still sense some skepticism, which is fine because science, like magic, needs skeptics. So I'll demonstrate this again. And this time, you'll know exactly what to look for. Penn, what color are these cards? Black. Exactly. So that means that Teller must have the 3 red cards. If you don't trust me, you can check again to make sure. Okay, er lässt ihn sogar anfassen. Nutzt das natürlich als Misdirection für was auch immer hier gerade passiert. Aber krass, er lässt die anfassen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann
bin ich gefühlt. Außer, na gut, vielleicht hat er das, was die Methode angeht, jetzt in seinen Händen, okay. Aber ich glaube, ich bin gefühlt tatsächlich. Und bevor wieder Leute in den Kommentaren meckern, warum sagst du gefühlt? Das heißt getäuscht. Red Deutsch! Diese Sendung, die hier läuft, heißt Fool Us. Deswegen nutze ich das Wort Fool. Darum geht's in der ganzen Sendung, liebe Reichsbürger. He doesn't trust me. Here, help me mix the red cards into black cards, just like this. First one. Good. Soweit sehr clean. And perfect. Now once again, we're going to drop the cards, and the black cards are going to pass through the red cards. I saw it. Did you see it? Penn Teller? I didn't. You didn't? Come on, you're my independent observer. I didn't see them actually move. I just looked like you dropped them. Well, who knows? Maybe it worked. Let's check it out. First card. That's red. Red. And red. Thank you. And over here. Genau, da war, glaube ich, der Move, das Clean-Up sozusagen. Thank you. I'll admit that while this experiment. Ich kann ja so viel jetzt hier sagen, oh, ich sehe, da passiert was, ich sehe, da passiert was. Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin gefühlt. Also ich kann es mir nicht zu 100% erklären, wie er das macht. Und da dürfte ja jetzt noch ein fetter Twist kommen. Wahrscheinlich ist das ganze Deck am Ende noch sortiert oder so. Appears to have been perfectly and scientifically fair. I did handle Oh, da hat's aber geblitzt. Das war ja ärgerlich. the cards after Teller mixed. And as a magician Aber trotzdem verrät mir das nicht ansatzweise ganz genau Schritt für Schritt, wie jetzt seine Routine funktioniert. Also ich muss hier trotzdem von einem Fool sprechen. physicist with incredibly fast fingers. I might have done something. I might have used sleight of hand. Who knows? So, for those of you who still may be thinking that this is a card trick and not a physics experiment, and to put all doubt to rest, I'm going to create a condition that only physics can solve. I have invented a sleight of hand prevention machine. The first part is this hole punch. Pen, you can check that out. And the second part is the paper fastener. Okay. Teller, you can take a look at that. Now to prevent sleight of hand, we just punch a hole in each one of my fingers. Just kidding. What we're actually gonna do is punch a hole in the cards. Digga, er ist einfach 16, ne? Das fällt mir gerade einfach echt ein. So selbstbewusst, wie er da für Penn und Teller performt, er ist einfach 16. Er hat jetzt nicht irgendwie das Selbstbewusstsein eines erwachsenen Mannes. Er ist halt einfach ein Teenager. Ich habe mit 15, also so ungefähr in seinem Alter, gerade erst angefangen mit Zauberei. Digga, die ersten 6, 7 Jahre waren meine Performances nicht ansatzweise so charismatisch, wie er jetzt hier ist mit 16. Krass, Alter. There we go. That's good. And we're going to use that paper fastener. Thank you. To make sure that I can't use sleight of hand to make the cards move. Just like this. Mit dem Konzept spiele ich immer sehr gerne. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Routine hier. Die habe ich euch schon vor ein paar Monaten erklärt. Da arbeiten wir nicht mit einer Musterklammer, wie er das jetzt tut, sondern mit einem Vorhängeschloss. So, das Konzept liebe ich immer sehr. So unmögliche Bedingungen. Wir fixieren die Karten, wir sperren sie förmlich ein. Finde ich sehr cool. Now, if you take a look, the cards are really alternating. Red, black, red, black, red, black. Oh, das ist sehr mächtig, wenn er jetzt das macht, was ich glaube, was er macht. Ich guck mal weiter. And you can see that there's no way we can change the order of the cards no matter which way we turn them. And if you think about it, if this were a card trick, the paper fastener will make it impossible. But this isn't a card trick. It's a physics experiment. I think that did it. Look, that's red, red, and red, and black, black, and black. Boah, guck mal, wir sehen sogar die Rückseiten, ne? Auch nochmal ganz wichtig für den einen oder anderen Skeptiker hier, der jetzt dieses Video schaut. Wir sehen hier die Rückseiten. Also wir sind hier ja bei Fool Us, ne? Es geht jetzt nicht nur darum, wir lassen einfach die Magie auf uns wirken und so. Das Konzept der Serie ist, Magier versuchen zu durchschauen, wie andere Magier ihre Tricks machen. Und da möchte ich mich jetzt natürlich mit beteiligen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten für Leute, die sich gar nicht auskennen, aber damit Zauberer unter euch verstehen, was meine Theorie ist, ich glaube, hier wird zur Hälfte mit halb-halb gearbeitet. Zumindest jetzt in diesem Teil der Routine am Tisch hat ja ein Switch stattgefunden, das haben wir, glaube ich, alle gesehen. Und sonst zuvor hatte er auf jeden Fall mehr in seinen Händen, als wir glauben, dass er in seinen Händen hat. Und ich glaube, so eine gewisse Stickiness hat auch damit zu tun, ne? Aber weiter bin ich nicht gekommen. Also das erklärt noch längst nicht alles. Ich bin gefühlt. But that's not all. You see,
The real physical evidence is in our control group, this deck of cards. Remember, it was totally mixed up before I set it down and hasn't been touched since. Wenn die jetzt sortiert sind, dann glaube ich halb-halb. Wenn er jetzt die Karten komplett zeigt, bin ich gefühlt. If black ink truly is heavier than red, this should prove it. And if you take a look, you'll see that all the red cards have come to the top and all the black cards to the bottom. Wenn er die jetzt noch ausbreitet, bin ich gefühlt. Thank you very much. Thank you, Penn. Thank you, Teller. You take this with us? Sure, go ahead. Okay, Penn darf sie mitnehmen und sich angucken. Ich bin gefühlt. Zumindest von diesen 6 Karten. Ich hätte ja an halb-halb gedacht. Also das ganze Kartendeck kann ich mir mit halb-halb erklären, aber vom Rest, keine Ahnung, Alter. Komplett gefühlt. Das war richtig krass, Mann. Wow, ey. Stanley Zhou! Hi. So nice to meet you. Yeah, nice to meet you. You're so incredible. Thank you so much. How long have you been doing this? Doing magic? Yeah. Only about 3 years. Wow. Yeah. Er zaubert erst seit 3 Jahren? Okay, krass. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte so gedacht, keine Ahnung, seit ich denken kann, beschäftige ich mich damit, bla bla. Das ist wirklich krass. Mit nur 3 Jahren Erfahrung zu Penn Teller zu gehen und wie der Titel verrät, auch noch zu foolen. Also er wird sie jetzt foolen. Wir werden jetzt ein paar Hinweise kriegen. Vielleicht hilft uns das, was Penn jetzt sagt, so ein bisschen zu verstehen, anhand dessen, dass er dann ja sagt, nein, so habe ich es nicht gemacht, also seid ihr gefoolt. Vielleicht hilft uns das zu verstehen, wie er es dann vielleicht doch gemacht hat, aber schauen wir mal. 3 years and you're already here at Fool Us doing a close-up magic with Penn Teller. Yes. And is your family supportive? Yes, of course. Yeah. I wouldn't be here without them. That's true. Well, it's so brave to do these tricks with Penn Teller sitting right in front of you. Well, of course, I was nervous at first, but once I got out, I just kind of got into the zone. And so are you actually good at physics as well? Yeah. I feel like you're good at everything. It's just a hunch. I don't know, actually. What other goals do you have for yourself? I really enjoy fencing. Ooh. It's just a really cool combination of mental and physical skills. All right, Stanley, let's see if Penn Teller know how you did your trick. Also ich finde, gerade an diesem Interview hat man dann doch gesehen, dass er 16 Jahre alt ist und da so ein bisschen so dieses Charisma fehlt, ne? Dass man so als Erwachsener dann über die Jahre aufbaut. Ich glaube, da hat man das jetzt so ein bisschen gemerkt, dass er auch nicht so die Erfahrung darin hat, in solchen Situationen so einen Gesprächsflow aufzubauen. So dieses ganze Smalltalk-Thema, ne? Aber was soll's. Stanley, Yes. I want to apologize to you because I think I cheated a little bit on the game. I asked you at the end if I could take this prop with me, and I'm really not supposed to do that. I mean, during this section, I can ask about props, but I'm not supposed to, within the performance, ask to grab something you didn't offer to me. And when I did it, my heart kind of sunk. Because I said, here's this guy, 16 years old. You've been in the country, what, 3 years? 4 years. 4 almost, years. Been in yeah. the country 4 years, learning English, learning magic. Er kann doch erst seit 3, 4 Jahren Englisch? Er spricht gefühlt akzentfrei. Krass. I'm here on our show, and it was kind of a move to say, can I take this and put you on the spot? You don't have a choice. You can't say no, because that shows how the trick is done. So you have to say yes, then we take it away and we bust the trick. So I apologize. I don't feel like this is good or righteous or I did the right thing. I feel like I cheated on the game. And then I looked at this prop and Yeah. you fooled us. Das war's? Nicht ein bisschen irgendwie kleiner Hinweis zur Methode? Gar nichts? Er guckt das Ding an, sagt, wir sind gefoolt, Punkt. Fetten Respekt auf jeden Fall an Stanley Zhou, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Stanley Zhou. Und liebe Freunde, wenn ihr jetzt ebenfalls eine Öl- und Wasserroutine lernen wollt, wo man schwarze von roten Karten trennt, auf eine andere Weise, wie das jetzt der Stanley hier gemacht hat, dann klickt auf dieses Video und lernt gerne den Kartentrick. Bis dann, euer Matti und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ciao. Zhou.